Hunters mit unseren Überwachungskameras. Wir haben für euch große Kameras vorbereitet. Wir haben auch ganz kleine Kameras, die wir heute mit euch zusammen aufbauen werden. Und wir haben ein geheimes Tonaufnahmegerät, in dem wir alles hören können, was die K-Pop Demon Hunters sagen. Wir haben jetzt jede einzelne Überwachungskamera aufgebaut und sie funktionieren. Ihr könnt es sehen, wie hier Rumi von Toilet Eater gegessen wird und wie Sacha Boys gegen Toilet Eater kämpfen. Unsere Kameras filmen auch, wie Gino Zoe küsst. Aber auch wie Gino Mira küsst. Ihr müsst jetzt dieses Video unbedingt bis zum Schluss schauen. Nur so können wir die K-Pop Demon Hunters retten. Und am besten lasst ihr jetzt alle noch ein Like da. Das ganze Video geht 40 Minuten. Aus diesem Grund schaltet nicht ab und schaut es bis zum Schluss. Was da alles in diesem Video passiert. Am besten starten wir direkt mit unserer Drohnenkamera. Nur so können wir die K-Pop Demon Hunters beobachten. Wir überwachen jetzt mit euch alle K-Pop Demon Hunters mit unseren Überwachungskameras. Ich freue mich so richtig, endlich Rumi und Gino, das Liebespaar zu sehen. Und ihr seht es, wir sind hier bei dem Freizeitpark. Das ist genau der gleiche Freizeitpark wie auf unserer Karte. Und wenn wir Glück haben, küssen sie sich und wir sind live mit dabei. Da sind sie, das ist Rumi, Gino, Gino. Oh nein, wir haben es endlich gesagt, das ist das Liebespaar. Leute, Mann, zum Glück schaut ihr das Video noch. Vielen, vielen Dank, dass ihr nicht abgeschaltet habt. Es hat sich gelohnt, das Warten. Wirklich, sie sind wirklich ein Paar. Ich würde gerne mal wissen, wie lange sind sie schon ineinander verliebt? Vielleicht weiß es gar keiner, vielleicht sind wir die Ersten. Aber du weißt, es ist ein Dämon und Rumi ist ein halber Dämon. Und hier ist auch die Polizei, hier ist die Dämonenpolizei, die suchen Gino. Natürlich die K-Pop Demon Hunters. Ihr seid die allerersten, die heute Rumi und Gino küssen gesehen haben. Haben sie sich als normale Personen geküsst oder haben sie sich als Dämonen geküsst? Beides waren normale Personen und ihre Liebe ist verboten, die verbotene Liebe. Natürlich zwei verschiedene Gruppen, einmal Huntrix und einmal die Sacha Boys. Das passt eigentlich nicht, deswegen machen sie das alles im Geheimen. Ja, weil die Sacha Boys sind ja eigentlich böse, weil sie Dämonen sind. Warte mal, ich glaube, ich habe die hier links gesehen. Ich muss mal kurz zurückfliegen. Wo? Wirklich, wo? Hier in diesem Schloss. Denkst du da drin? Guck mal, da ist ein riesiges Schloss. Nein, und die Tür ist offen. Alles andere war geschlossen, aber hier bei dem Schloss ist die Tür auf. Das bedeutet, wir fliegen mit euch zusammen jetzt in das richtig coole Schloss. Hoffen wir finden wir dort jetzt wieder Rumi und Gino. Ich bin gespannt. Ihr lasst Like Ja, da. da sind sie! Hier sind sie. Rumi und Gino. Und schau mal, die laufen wirklich in dieses Schloss rein. Was geht denn jetzt ab? Die heiraten in dem Schloss. So schnell. Ja, natürlich. Für was brauchst du denn ein Schloss? Nur um zum Heiraten. Ihr lasst einen dicken Like da für diese neue Liebe. Ich kann es nicht glauben. Oh nein! Was passiert? Gino ruft da. Beeil dich nicht, dass er aufliegt. Ich will wissen, was er zu sagen hat. Ich will, dass ihr alles hört. Ich liebe Rumi. Wenn ihr uns beobachtet, dann filmt Liebe. Die ganze Welt soll Gino sehen. Jede Geste, jedes Lachen, jedes Zittern vor Glück. Ich habe keine Angst, dass jemand zusieht. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn ihr hinschaut, weil diese Liebe nicht klein bleiben darf. Ich liebe Rumi. Ich liebe euch auch. Ihr seid meine ersten Zuschauer, meine ersten Zeugen. Haltet drauf, wenn Rumi meine Hand nimmt. Filmt, wie wir zwei Welten zusammenbringen. Und haltet fest, dass Gino mehr ist als nur ein Name. Meine Fans, kommt her und schaut genau hin. Heute schreiben wir Gino in jedes Herz. Diese Liebe soll brennen wie ein Feuer. Ich liebe Rumi. Ich liebe euch. Und ich liebe alle, die diese Liebe sehen wollen. Bleibt dran. Es ist ein Anfang für alle, die an Liebe glauben. Und ich verspreche euch, wir hören nicht auf, bis jeder sie kennt. Weißt du was, Gino? Wir wollen dich nicht weiter stören. Verbring einfach eine wundervolle Zeit mit deiner neuen Freundin Rumi. Gino ist echt so ein toller Mensch. Hast du gehört, was er alles gesagt hat und wie er über Rumi gesprochen hat? Ich kann es gar nicht glauben. Er liebt uns, er liebt Rumi, er liebt euch da draußen, er liebt seine Fans. Und am besten ist, wenn wir die beiden jetzt erst einmal in Ruhe lassen und schauen, wo wir als nächstes hinfliegen mit unserer Drohne. Jetzt bleibt ja nur noch Zoe übrig, welche wir finden müssen. Und die befindet sich, wie ihr sehen könnt, im Schwimmbad. Ich bin schon so gespannt, ob wir Zoe auch wirklich am Schwimmbad finden werden. Fliegen wir sofort mit euch hin. Wir sind jetzt hier beim Schwimmbad. Ich bin so gespannt, ob wir jetzt auch noch Zoe finden. Ja, hoffentlich müssen wir Zoe finden. Wir haben ja gerade erst Rumi und Gino gefunden. Ihr lasst ein Like da, damit wir jetzt auch noch Zoe finden. Dann ist alles komplett. Aber es ist echt schwierig, warum man zur heutigen Zeit zu einem Swimmingpool geht. Ich weiß es nicht, weil sie wahrscheinlich baden möchte. Aber ganz alleine, da ist sie ja. Und Mr. ist auch da. Zoe und Mr. Was machen denn die beiden zusammen in einem Pool? Vielleicht lieben die sich auch.
Nein, sagst du jetzt ehrlich, Mystery und Zoe sind auch ein Liebespaar? Wahrscheinlich, weil in dem Film hat Zoe sich auch immer verliebt an Mystery gewandelt. Dann haben wir ja 2 Liebespaare, Rumi und Gino und Zoe und Mystery. Wie cool ist das denn? Ihr lasst aus diesem Grund auf jeden Fall jetzt ein Like da. Like dieses Video. Und natürlich wollen sie alleine sein im Pool, weil die wollen sich bestimmt auch mal wieder küssen. Okay, aber wo sind sie hin? Leute, vielleicht rutschen sie hier gerade irgendwo. Ihr seht, der Pool ist sehr groß, aber wir können mit der Drohne den ganzen Pool abfliegen. Ich habe jetzt niemanden gesehen. Wir suchen Zoe und Mystery. Ich schau mal hier unten am Poolbecken, am Beckenrand. Was war das? Das war ein Flugzeug. Spul zurück, ich glaube, das war eine Ente. Nein, das war der Privatjet von den K-Pop Demon Hunters. Wenn du weißt, was gerade an unserer Drohne vorbeigeflogen ist, dann schreib es uns bitte in die Kommentare. Das war so schnell wie ein Düsenjet. Ich glaube, das war einfach eine fliegende Ente. Sowas gibt es nicht. Wir suchen jetzt immer noch Zoe und Mystery. Ein neues Liebespaar, was ich gar nicht wusste, dass es gibt. Die heißen dann Zoe Mystery zusammengeschrieben. Ja, oder Mystery Box. Okay, weiter geht's, Leute. Hier ist ein Basketballfeld, aber hier ist keine Zoe, keine Mystery. Vielleicht machen sie nach dem Pool ein bisschen Sport. Da ist Zoe. Warte, ist aber alleine. seht ihr das? Zoe ist ganz alleine. Wo ist Mystery? Die läuft gerade weg. Wir müssen sofort zu unserer Karte. Ihr habt es gesehen, Mystery war gerade noch bei Zoe. Das bedeutet, dass Mystery gerade auf dem Weg zu dem Schrottplatz ist. Und wir starten sofort die Drohne. Wir sind jetzt hier beim Schrottplatz. Ihr habt es auf der Karte gesehen. Mystery befindet sich hier am Schrottplatz. Angeblich auf dem Schrottplatz, aber wir haben doch gerade Mystery mit Zoe zusammen im Pool gesehen. Aber danach ist Mystery einfach weg gewesen. Ja, das stimmt. Haben die sich vielleicht gestritten? Vielleicht ist Mystery weg von Zoe zu diesem Schrottplatz hier. Vielleicht Mystery ist böse auf Zoe. Weil sie sich gestritten haben, weil Zoe irgendwas gemacht hat. Oh nein, schau mal, das ist Mystery. Das ist Dämonen-Mystery. Ihr seht es, das ist der Dämonen-Mystery. Natürlich, sie haben sich gestritten und Mystery ist sauer geworden und hat sich einen Dämon verwandelt. Wahrscheinlich hat Zoe rausgefunden, dass Mystery eigentlich ein Dämone ist und deswegen hat sie ihn verlassen. Aber das macht mir richtig Angst, wenn wir jetzt auf einmal Mystery als Dämon sehen. Okay, wir wissen auf jeden Fall, wir haben einen von den Saja Boys als Dämone gefunden. Ja, und das ist auf jeden Fall Mystery gewesen. Sag mir jetzt nicht, dass auf dem Schrottplatz noch mehrere Dämonen sind. Wir fliegen alles ab, Leute. Vielleicht finden wir noch Dämonen Saja Boy. Er hat sich nur verwandelt, weil er sich mit Zoe gestritten hat, weil die sich eigentlich davor geliebt haben. Das macht alles Sinn. Am Anfang waren sie zu zweit im Wasser am Schwimmbecken und danach war Zoe alleine. Vielleicht haben die sich sogar getrennt. Ganz schwierig ist es aber jetzt, weil Dämonen können sich viel besser verstecken. Die Dämonen können auch einfach zurück in die Unterwelt, also weg von hier. Dann wäre er gar nicht mehr auf dem Schrottplatz, aber wir fliegen jetzt mit der Drohne den kompletten Schrottplatz ab. Wir haben noch so viel Akku und Batterien, dass ihr dieses ganze Video bis zum Ende schauen könnt. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da und schaltet auf keinen Fall ab. Wir finden jetzt die Dämonen. Ich hoffe es doch, Leute, die können ja nicht weit weg sein. Dieser ganze Schrottplatz hier ist doch komplett leer eigentlich. Also ich hoffe es nicht, weil... Nein! Da sind die Dämonen, Saja Boys, alle 5. Oh mein Gott, und Gino ist auch dabei. Warum? Ich weiß es nicht und sie tanzen. Bedeutet das etwa, Gino hat Rumi verlassen? Ich habe richtig Angst vor den Dämonen. Schau mal, wie die aussehen. Spult zurück, ihr habt es gesehen, da waren gerade alle 5. Mystery, Romance, Abby, Gino und natürlich Baby Saja. Aber sag mir mal, was machen die denn bitte alle auf einem Schrottplatz? Ich weiß es nicht, vielleicht ist das Portal in die Unterwelt. Denkst du wirklich in dem Bagger da drin vielleicht? Das könnte sein, Leute, wenn ihr eine Ahnung habt, dann lasst es uns unbedingt In wissen. dem Müllberg vielleicht? Ihr könnt so viel kommentieren, wie ihr wollt. Schreibt einfach alles in die Kommentare. In dem blauen Sack vielleicht? Ich glaube, die sind einfach alle abgehauen. Das wäre wirklich viel, viel besser, weil ich so viel Angst habe vor den Dämonen. Wir suchen sie aber, wir müssen sie aufhalten. Wir müssen die K-Pop Demon Hunters retten. Stimmt, was sie, wenn die jetzt einfach die K-Pop Demon Hunters angreifen? Deswegen habt ihr nicht abgeschalten. Schaut das Video bitte bis zum Schluss. Das ist das zweite Mal, dass ich euch danach frage. Wir müssen unglaublich schnell Rumi warnen, dass sie sich alle in Dämonen verwandelt haben. Aber die Saja Boys bzw. die Dämonen sind einfach weg. Die können doch nicht einfach so schnell weg sein. Wo sind sie denn hin? Ich weiß es nicht. Wir fliegen jetzt einfach mal mit euch noch den letzten Meter von dem Schrottplatz ab und dann hoffen wir, finden wir sie. Vielleicht sind die in der letzten Ecke des Schrottplatzes. Sehr gut, Hinti, da sind sie. Da sind sie wirklich. Alle 5 Dämonen Saja Boys. Aber fällt dir was auf? Sie laufen alle geradewegs zum Ausgang. Sie gehen zurück zu den Unterwelt. Nein, sie wollen zu den K-Pop Demon Hunters. Meinst du wirklich? Ja, natürlich. Sie haben sich in Dämonen verwandelt und wollen jetzt alle angreifen. Zoe, Mira und Rumi. Wir müssen sie auf jeden Fall aufhalten. Wir dürfen die
bösen Jar Jar Boys nicht zu denen kommen lassen. Das darf auf überhaupt keinen Fall passieren. Jetzt ist unsere Chance, Calvin und Flexi. Und ihr schaltet nicht ab, lasst ein Like da und wir fliegen da jetzt einfach den hinterher. Wir müssen sie schnell warnen. Hörst du das? Es klingelt bei uns an der Haustür. Wir dürfen auf keinen Fall die Tür öffnen. Was ist, wenn es die Jar Jar Boys als Dämonen sind? Du hast recht, wir haben sie ja gerade gesehen und ihr hört ja, wie oft sie klingeln. Ich habe so Angst vor den Dämonen. Wir dürfen sie auf keinen Fall in unser Haus lassen. Hallo Jungs, ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Nehmt diese Karte bitte zu euch. Danke für die Karte, Rumi. Schau mal, da sind alle K-Pop Demon Hunters und Jar Jar Boys drauf. Aber was sollen wir damit, Rumi? Ich glaube, Zoe geht fremd. Sie ist eigentlich mit Mystery zusammen, aber sie flirtet dauernd mit Abby und Gino. Gino ist mein Freund, nicht der von Zoe. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Bitte überwacht Zoe mit eurer Drohne. Ich zähle auf euch. Ciao, Rumi. Ihr habt sie gehört. Rumi braucht unsere Hilfe. Lass uns die Karte genauer anschauen. Wir haben die Karte jetzt vergrößert und hier oben sind Zoe und Mystery im Freizeitpark. Rumi vermutet, dass Zoe fremd geht und Mystery betrügt. Aber die Frage ist, mit wem geht Zoe fremd? Vielleicht mit Romance im Supermarkt? Oder vielleicht mit Baby Saja im Maisfeld? Aber hoffentlich nicht mit Gino auf dem Parkplatz. Das ist doch der Freund von Rumi. Die befindet sich hier ganz alleine auf dem Spielplatz. Dafür ist Mira nicht alleine. Die schwimmt gerade mit ihrem Freund Abby im Pool. Wir werden heute alle 6 Orte mit unserer Drohne abfliegen und die K-Pop Demon Hunters mit den Jar Jar Boys überwachen. Und ich bin echt gespannt, mit wem Zoe alles rumküsst. Ich hoffe, Rumi irrt sich und Zoe küsst heute nur Mystery. Die zwei sind schon so lange ein Paar und lieben sich schon seit Jahren. Aber wo sollen wir mit unserer Drohne als erstes hinfliegen? Du hast Rumi gehört, wir müssen unbedingt auf Zoe aufpassen. Das bedeutet, wir fliegen mit unserer Drohne als erstes zum Freizeitpark. Und hoffen, dass wir dort Zoe und Mystery antreffen. Unsere Drohne ist in der Luft und ihr könnt es sehen, wir sind hier beim Freizeitpark. Und angeblich soll da Mystery und Zoe da sein. Ich verstehe noch nicht, warum Rumi bei uns klingelt und sagt, dass Zoe fremd geht. Warum? Weil die natürlich offiziell zusammen sind. Da ist Zoe und Mystery, sie küssen sich. Ja, ist doch alles in Ordnung. Das ist das offizielle Paar von den K-Pop Demon Hunters. Aber Rumi hat uns extra eine Karte gegeben, um das zu finden hier. Ja, aber warum? Wir haben sie doch jetzt gefunden. Die haben sich geküsst. Alles ist in Ordnung. Ja, aber Zoe ist weggelaufen. Wo ist sie hingelaufen? Hey, die haben sich gerade doch noch geküsst. Ihr habt's gesehen, Zoe ist weggelaufen. Wir müssten sie finden. Sie ist irgendwo hier in diesem Freizeitpark. Und ihr lasst jetzt alle mal ein Like dafür dieses Traumpaar Mystery und Zoe. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum Rumi uns gewarnt hat, dass Zoe fremd geht. Ist doch alles in Ordnung. Sie liebt Mystery. Das bedeutet, am besten bleiben wir mit der Drohne an Zoe dran. Mal schauen, was passiert. Und ihr schaltet nicht ab. Ihr schaut das Video bis zum Ende. Ich bin gespannt, was Rumi damit gemeint hat. Und du weißt ja, Rumi lügt nicht. Das heißt, irgendwas ist da im Busch. Und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr ein Like gegeben habt und vor allem, dass wir die Karte von Rumi bekommen haben. Damit haben wir Zoe und Mystery gefunden. Ohne die Karte würden wir nämlich gar nicht die Drohne starten und wären auch nicht zum Freizeitpark geflogen. Ich fliege weiter, ihr seht es, der Park ist viel zu groß. Sie könnten sich hier überall verstecken. Deshalb schauen wir mal in jeden Winkel nach. Zum Beispiel hier ist eine Achterbahn. Und die Achterbahn führt in ein Haus. Ihr könnt es sehen und da ist ein großes schwarzes Loch in dem Haus. Was? Und da fährt die Achterbahn durch? Einfach durch das Haus durch? Ich fliege mal ein bisschen näher. Vielleicht können wir da irgendwo reingehen und irgendjemand finden. Was war das? Hast du das gesehen? Leute, ich glaube, das war Loctus. Was? Die menschliche Heuschrecke? Das war eine Heuschrecke. Ihr kennt doch alle Loctus, die Heuschrecke. Das sah richtig gruselig aus. Was macht jetzt einfach Loctus, die menschliche Heuschrecke hier? Wir müssen noch die K-Pop Demon Hunters finden. Vielleicht ist deshalb Zoe abgehauen. Ich weiß es nicht. Meinst du? Wegen Loctus, weil Loctus in dem Freizeitpark wohnt. Das bedeutet, Zoe hat geraucht. Fuck, nochmal. Das bedeutet, Zoe hat gemerkt, dass die Heuschrecke hier in diesem Freizeitpark ist. Ja, und Loctus hat sie beobachtet, wie sie sich geküsst haben. Okay, wir müssen auf jeden Fall Zoe finden oder Mystery, einer von den beiden. Okay, wir sind hier auf jeden Fall auf einer Straße, mitten im Freizeitpark drin. Fällt dir was auf? In diesem Freizeitpark ist keine einzige Person. Stimmt, es war nur Mystery und Zoe dort und natürlich diese gruselige Heuschrecke. Ich weiß auch nicht, was diese gruselige Heuschrecke hier bei den K-Pop Demon Hunters gemacht haben. Auf jeden Fall müssen wir sie finden. Die sah auf jeden Fall nicht normal aus. Aber wo ist denn jetzt Zoe? Ich flieg mal geradeaus rein. Soll ich das machen für euch da draußen? Das sieht aus wie ein kleines Dorf im Freizeitpark, oder? Hier könnte sie sich verstecken. Hier sind überall Häuser. Ja, natürlich. Und das Gute ist, mit der Drohne können wir auch in jedes Haus reinschauen. Wir fliegen jetzt diese ganze kleine Stadt in dem Freizeitpark ab und suchen nach Zoe. Aber mich wundert, auch in den Häusern scheint keiner drin zu wohnen. Du hast komplett recht. Hier ist alles dunkel. Ja, da ist doch überhaupt kein Mensch. Ich weiß es auch nicht. Freunde, ihr dürft nicht abschalten.
abschalten. Ihr müsst das Video bis zum Schluss anschauen. Wo ist denn jetzt Zoe hin und Mystery? Guck mal, hier die Straßen sind komplett leer. Keine Autos, keine Menschen, niemand. Das Gute ist, wir haben Zoe und Mystery gesehen, wie sie sich geküsst haben. Das heißt, sie sind ein Paar? Sie war es davor schon. Was ist da? Da war ein Auto. Da läuft jemand. Da läuft wirklich jemand. Eine einzige Person. Eine? Aber wieso denn ein ganzer Freizeitpark für eine Person? Schau mal, da ist Zoe. Natürlich, da ist Zoe. Sie läuft weg. Warum denn? Wohin denn? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf der Karte nachgucken, wo sie ist. Ich kann es nicht glauben. Zoe ist abgehauen und zu Mira und Abby gelaufen. Was will Zoe beim Schwimmbad? Warum ist sie ausgerechnet zu Mira und Abby gelaufen? Vielleicht will sie einfach nur schwimmen. Das können wir nur herausfinden, wenn wir jetzt sofort mit der Drohne zum Schwimmbad fliegen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Schwimmbad. Ihr könnt es sehen, da vorne ist das Schwimmbad. Was macht denn Zoe bitte bei dem Schwimmbad, wo Mira und Abby ist? Ihr wisst ja, Mira und Abby lieben sich, aber Zoe hat auch einen kleinen Crush auf Abby. Die stören doch dann einfach dort. Die wollen doch alleine sein. Oder die Zoe will mit Mira reden. Ja, das kann natürlich sein. Zum Glück sind wir mit der Drohne hinterhergeflogen und sie sind jetzt direkt beim Schwimmbad. Aber hier ist kein Wasser drin. Hier ist kein Wasser in dem Pool. So sieht es gar nicht aus wie ein Schwimmbad, wenn das Wasser fehlt. Ich sehe aber das Sprungbrett, aber da ist kein Wasser. Also da würde ich nicht drin baden in diesem Schwimmbad. Ihr dürft nicht abschalten. Wir suchen jetzt Abby, Zoe und Mira. Vor allem ist die Frage, was Zoe dort genau macht. Ich weiß es nicht. Vielleicht will ja Zoe Mira vor Loctus, also der menschlichen Heuschrecke, warnen. Ich glaube, dass der nur im Freizeitpark wohnt und dort auch bleibt. Die Frage ist, was machen alle drei jetzt im Schwimmbad? Guck mal, da unten laufen Leute rum. Das sind Handwerker, die irgendwas an dem Pool arbeiten. Dann kann man doch gar nicht ins Wasser gehen. Warum sind die dann dort, wenn das Schwimmbad nicht zu benutzen ist? Ich weiß es nicht. Leute, wo ist Mira? Wo ist Zoe? Und vor allem, wo ist Abby? Sind wir vielleicht beim falschen Schwimmbad? Nein, ich glaube nicht. Nein, die Karte hat genau dort in die Ecke geschrieben und da sind wir hingeflogen. Da hinten ist noch ein Kinderschwimmbecken. Ich erinnere mich. Ja! Guck mal da vorne, da fliegen wir jetzt hin. Und es sieht sogar so aus, als ob da Wasser drin wäre. Leute, vielleicht treffen die sich hier alle bei dem Kinderschwimmbecken. Das ist eine echt gute Idee. Ich bin jetzt echt gespannt, ob da was ist. Wir fliegen näher mit euch zusammen. Schaltet nicht ab und lasst nochmal einen dicken Like auf dieses Video hier. Oh, da sind sie! Oh mein Gott, da ist Abby. Oh ja, und schau mal, die küssen sich. Mira und Abby küssen sich. Aber was macht Zoe? Die schaut nur zu. Die schaut nur zu und sagt dann, ah! Ich kann gar nicht glauben, die greift an. Die sind ins Wasser gefallen. Zoe greift Mira an. Die streiten sich. Schaut es euch mal an. Die schuppen sich gegenseitig. Die zieht sich an den Haaren. Warum streiten die sich denn? Was macht jetzt Mira? Sie rennt weg. Mira haut ab. Und Was? warum ist dann Zoe jetzt mit Abby alleine dort? Ich weiß es nicht. Vielleicht liebt ja Zoe Abby. Da passiert was. Sie reden miteinander. Die reden miteinander. Wir können leider nicht hören, was sie sagen. Zoe und Abby reden gerade miteinander. Aber wieso? Oh, Ich kann nicht gucken. Nein! Warte mal, Leute, seht ihr das? Die küssen sich. Wirklich? Abby und Zoe küssen sich. Aber ich dachte, Abby ist mit Mira zusammen. Deshalb war ja auch Ruby bei uns zu Hause. Warte mal, was macht jetzt Zoe? Ah! Gib ihm eine Ohrfeige. Warum das denn? Ich habe keine Ahnung. Die haben sich doch gerade eben noch geküsst. Warum rennt jetzt Zoe weg? Zoe haut ab. Leute, wo ist sie hin? Ich weiß es nicht. Was geht denn jetzt ab? Ich verstehe es einfach nicht. Aber Rumi hatte recht. Lass uns auf der Karte nachschauen, wo Zoe hingeht. Ich kann es nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Zoe hat einfach Abby geküsst. Das kann ich auch nicht glauben, was da alles passiert ist. Zum Glück haben wir es mit der Drohne eingefangen. Ihr seht es hier auf der Karte. Abby ist ganz allein im Freibad. Ich finde viel schlimmer, dass Mira zu Romans gegangen ist und Abby verlassen hat. Ich will gar nicht wissen, was die zwei bei dem Supermarkt machen. Aber schaut mal, wo Zoe hingegangen ist, zu Baby Sarja ins Feld. Sag mir jetzt bitte nicht, dass die zwei sich auch küssen werden. Können wir doch nur herausfinden, wenn wir jetzt sofort mit der Drohne ins Feld fliegen. Ihr lasst ein Like da und wir starten die Drohne. Wir sind jetzt hier beim Feld und hier befindet sich angeblich Baby Sarja und Zoe. Aber was will denn jetzt Zoe bitte von Baby Sarja? Vielleicht will sie jetzt auch Baby Sarja küssen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Ich kann das auf keinen Fall glauben. Sie hat doch gerade noch mit Abby rumgeküsst. Warum macht Zoe das? Erst mit Mystery, dann Abby und jetzt Baby Sarja. Wer kommt als nächstes? Angeblich. Wir haben es leider noch nicht live gesehen, aber deshalb sind wir sofort mit unserer Drohne zu diesem Feld geflogen. Bedeutet das, heute wird Zoe jeden von den Sarja Boys küssen? Deshalb war ja auch Rumi bei uns zu Hause und hat uns gewarnt, wir müssen auf Zoe Ihr aufpassen. dürft nicht abschalten, Freunde. Ihr müsst mit uns das Video hier bis zu Ende gucken. Wir suchen jetzt Baby Sarja und Zoe. Das Problem ist, auch dieses Feld ist sehr, sehr groß. Wir müssen ganz genau alles abfliegen, wo das Zoe ist. Die könnten sich nämlich überall verstecken. Nein! Da ist sie. Oh nein! Die küssen sich. Das gibt es doch nicht!
Baby Sarcha und Zoe küssen sich wirklich. Ihr seht es hier live, Freunde. Was ist hier los? Warum macht sie das? Ich weiß es nicht. Sie küsst ja fast mit jedem von den Sarcha Boys. Ey, sag mir nicht, dass sie am Ende dieses Videos noch Gino küssen wird. Nein, weil Gino gehört Rumi und Rumi ist unsere Freundin. Nach dem, was ich hier gesehen habe, kann ich Zoe alles zutrauen. Ich könnte mir echt vorstellen, dass Zoe auch noch Gino küssen wird. Ich will's mir gar nicht vorstellen. Und ihr lasst jetzt alle mal ein Like da, wenn ihr gerade das gesehen habt, was wir gerade gesehen haben. Schaut das Video bis zum Ende. Ich bin so gespannt. Wir werden heute auf jeden Fall... Da ist die Heuschrecke! Wie hässlich! Die Heuschrecke, beobachtet die! Das gibt's doch nicht und ich dachte, die wäre nur im Freizeitpark, aber nein, sie ist auch auf dem Feld. Die ist ein richtiger Stalker. Diese menschliche Heuschrecke ist ein Spanner. Das ist viel zu gruselig. Flieg mal ein Stück weiter weg von der. Ich will wissen, was Zoe macht. Was hat sie vor heute in diesem Video? Ja, was wohl? Du hast es doch gesehen. Einfach so küssen mit Baby Sarcha. Aber die kann doch nicht so viele Leute einfach küssen, doch. Nein. Mann, ich kann gar nicht hinschauen. Seht ihr das, Leute? Sie küsst Baby Sarcha schon wieder das zweite Mal auf dem Feld. Deswegen kam Rumi am Anfang des Videos zu uns. Sie hat eine Befürchtung gehabt, dass Zoe mit jedem fremd geht. Rumi hatte eine Frage. Wir haben sie beantwortet, indem wir mit der Drohne geflogen sind und alles beobachtet haben. Deswegen hat Rumi auch Angst, dass Zoe am Ende Gino küssen wird. Sie hat einfach Angst, dass sie fremd geht. Gino und Rumi ist ja das absolute Traumpaar. Es kann nicht sein, dass Zoe auch noch zu Gino geht. Ich hoff's nicht. Jetzt hat sie auf jeden Fall Baby Sarcha geküsst. Ihr habt's gesehen, aber wo ist Zoe hin? Am besten ist, wir schauen mal, wo sich Rumi befindet und schauen, wie es ihr geht. Dann gehen wir zur Karte. Rumi befindet sich hier oben ganz alleine am Spielplatz. Rumi weint, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Sie braucht unsere Hilfe. Wir starten unsere Drohne sofort. Wir müssen Rumi helfen. Sie hat einfach aufgelegt. Und sie ist ganz alleine bei dem Spielplatz. Hoffentlich geht's ihr gut. Ihr könnt es sehen, hier unten ist der Spielplatz, das Fußballtor, die Schaukel und auch die Rutsche. Dann hoffen wir mal, dass Rumi noch dort ist und ihr es wirklich gut geht und nicht so viel weint. Ich hoffe, sie weint nicht. Nein, aber wir haben ihr doch gerade die schlechten Nachrichten gesagt. Ich hoffe, sie verkraftet es. Wir sind ja da und wir haben euch und mit euch zusammen schaffen wir es, dass es Rumi gut geht. Umso mehr Likes, umso besser geht's Rumi. Aber hier ist Rumi nicht. Ich sehe sie nirgendwo. Seht ihr Rumi? Sag mir jetzt nicht, wir haben Rumi verpasst. Deshalb müssen wir alles ganz genau mit der Drohne abwägen. Da hinten ist jemand. Da ist jemand wo? Doch ganz da hinten bei der anderen Rutsche. Warte, ich flieg mal ganz vorsichtig durch und dann schauen wir nach. Meinst du hier? Nein, bei der anderen Rutsche, die ist viel weiter weg. Wo ist die? Auf der anderen Seite. Ich kann schwören, da war eine Person. Habt ihr was gesehen? Spult mal zurück. Ich habe nichts gesehen. Ja, da hinten. Da hinten. Okay, Leute, ich flieg hin. Wenn du das sagst, da ist jemand, fliegen wir ganz schnell hin. Ich sehe doch da jemand sitzen. Ich muss aufpassen. Schaut mal, wie schnell ich fahre. Bei der Rutsche, genau. Leute, Mann, ihr könnt es sehen. Da ist Rumi. Leute, da ist Rumi. Sie setzt sich hin und sie fängt an zu weinen? Ja, ist doch logisch. Wir haben sie ja gerade eben erst angerufen. Die Arme. Ich würde sie am liebsten trösten und in die Arme nehmen. Aber wir sitzen hier mit der Drohne. Sie läuft weg? Wohin läuft sie? Freunde, wohin geht jetzt Rumi? Ich habe keine Ahnung. Ich hab dir doch gesagt, wir durften da nicht hinfliegen. Sie hat Angst, sie schämt sich vor uns. Hat sie vielleicht unsere Drohne gesehen und versteckt sich jetzt? Ihr wisst jetzt, dass Rumi weint, weil wir es gefilmt haben. Ich mach mich richtig traurig. Wo sollen wir jetzt hingehen? Guck mal, Freunde, sie ist weg. Der ganze Spielplatz ist leer. Das kann nicht sein. Irgendwo auf dem Spielplatz ist sie. Sie war ja gerade noch dort. Ich flieg mal ein Stückchen höher. Vielleicht haben wir von oben eine bessere Sicht. Dass wir von oben den ganzen Spielplatz uns anschauen. Wie krass ist es, Leute? Man, da saß einfach Rumi und weint, weil Gino Mira geküsst hat. Wie würdest du dich fühlen? Ich könnte einfach mit Rumi mitweinen. Ihr doch bestimmt auch. Ich liebe Rumi und Gino, das Liebespaar von den K-Pop Demon Hunters. Das ist das Paar überhaupt. Ich wusste gar nicht, dass die anderen auch was hatten. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr es findet, dass Gino mit Mira jetzt zusammen ist. Am besten ist, dass Gino und Rumi wieder zusammenkommen. Einfach jetzt mal in die Kommentare schreiben und vergesst nicht, gebt ein Like auf dieses Video, damit wir zu der K-Pop-Konzerthalle fliegen Wir können. brauchen doch nur 10.000 Likes für ein K-Pop Demon Hunters Konzert. Vor allem, das sind Fragezeichen. Was könnte da uns auch verwarten? Ich habe keine Ahnung. Wohin sind wir jetzt? Ich weiß es nicht, ich suche Rumi. Rumi versteckt sich auf dem Spielplatz, aber wo? Sie ist Falls weg. ihr was seht, schreibt es in die Kommentare. Ich finde sie nicht. Was machen wir denn dann? Fliegen wir ein bisschen weiter hoch. Ich habe doch gesagt, lass uns mal von oben den Spielplatz abgucken. Ja, das machen wir jetzt, weil der Spielplatz, ihr seht, es ist wirklich sehr groß. Okay, wir gehen hoch. Wenn ihr Rumi seht, dann lasst ein Like da auf jeden Fall. Ihr seht es, ein ganzes Fußballfeld ist dort. Bruder, Rumi braucht einfach ihre Zeit. Denkst du wirklich? Lass Weil uns- sie da saß und geheult hat? Lassen wir doch Rumi ein bisschen Freiraum. Sie braucht ihre Zeit. Sie muss es verarbeiten. Ja, dann müssen wir aber woanders hinfliegen und lassen Rumi komplett in Ruhe. Was hältst du davon? Sollen wir das machen? Dann müssen wir aber jetzt zur Karte. Ich würde sagen, wir lassen Rumi jetzt alleine
rein und gehen zu unserer Karte. Und schau mal, was Gino so macht. Rumi braucht jetzt ihre Zeit für sich, aber zum Glück ist Gino noch hier an dem See. Ich bin echt gespannt, was Gino jetzt vorhat. Dann fliegen wir am besten zu Gino. Nein! Er läuft zur Konzerthalle. Aber da können wir doch noch gar nicht hin. Erst bei 10.000 Likes. Lass jetzt ein Like da, vielleicht geht er dahin. Er geht zu Mira zurück. Du hast recht, Mira ist hier unten. Die wollen wieder küssen. Ich kann es gar nicht glauben, wohin geht jetzt Gino? Nein! Er läuft zu Zoe. Was macht er denn bei Zoe bei dem Parkplatz? Ich weiß, warum Gino nicht zur Konzerthalle gegangen ist, weil wir noch keine 10.000 Likes erreicht haben. Aus diesem Grund liked jetzt das Video. Aber was will Gino jetzt bei Zoe? Liebt es sie etwa auch? Das können wir jetzt nur rausfinden, indem wir unsere Drohne starten und zu dem Parkplatz fliegen. Ich will unbedingt wissen, was Zoe mit Gino davor hat. Dann starten wir unsere Drohne in 3, 2, 1. Warum ist jetzt Gino zu Zoe gelaufen? Was will er bei dem Parkplatz? Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ich will es auch nicht wissen. Ich hoffe nur eins, ich hoffe nicht, dass Gino jetzt Zoe auch noch küsst. Warum treffen sich jetzt Gino und Zoe auf dem Parkplatz? Kann mir das einer erklären? Da ist sie, da ist Zoe. Da ist Zoe. Die Karte hat direkt. Zoe ist wo? Auf dem Parkplatz. Aber sie ist alleine. Sie ist alleine. Kein Gino. Das ist doch ein gutes Zeichen. Wir suchen den ganzen Parkplatz ab. Vielleicht finden wir irgendwo Gino. Vielleicht ist er irgendwo auf der Straße noch unterwegs. Stimmt, vielleicht ist er ja noch auf dem Weg zum Parkplatz. Ich hoffe es nicht. Wir fliegen alles ab, Leute. Ihr lasst ein Like da, vergesst es nicht. Wir suchen jetzt Gino hier. Was ist denn los, Mann? Was ist mit Gino los? Vielleicht sitzt Gino hier in diesem Auto. Warte, da hinten läuft er doch. Du hast recht, Freunde. Ihr könnt es sehen. Er läuft gerade über den Zebrastreifen. Und der Zebrastreifen haut er einfach ab. Was hat denn der für Schuhe an? Die Schuhe finde ich aber irgendwie cool. Er hat unsere Drohne gesehen, er haut ab. Er rennt weg, Leute. Wir müssen ihm unbedingt hinterherfliegen. Wir müssen wissen, was er vorhat. Ich fliege jetzt mit unserer Drohne Gino hinterher. Und dann schauen wir, was Gino so macht auf dem Parkplatz. Er ist einfach weg. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung. So schnell kann er doch gar nicht laufen in diesen coolen Schuhen. Wenn er weg ist, dann fliegen wir jetzt wieder zurück zu Zoe. Die ist wo auf dem Parkplatz? Er wollte sich doch bestimmt mit Zoe treffen. Deswegen, wenn wir Zoe jetzt überwachen, dann haben wir auch Gino gefunden. Das bedeutet, wir drehen jetzt um. Wir fliegen wieder zurück zum Parkplatz zu Zoe. Hoffentlich ist Zoe noch allein und trifft sich nicht mit Gino. Wir gucken mal, wo ist Zoe hin? Da ist der Parkplatz. Aber und genau da war vorhin Zoe. Ich sehe sie aber nicht. Seht ihr Zoe? Ich sehe auch keine Zoe, aber ich sehe auch keinen Gino. Okay, das ist aber schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Vielleicht war das nur ein Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Leute, wir fliegen weiter. Wir suchen den ganzen Parkplatz jetzt zusammen mit euch ab. Da ist sie. Da ist Zoe. Ich kann gar nicht hingucken. Gino küsst Zoe. Nein, es gibt es nicht. Gino küsst wirklich Zoe. Was ist denn jetzt los? Erst Mira und jetzt noch Zoe? Meine Augen tun weh. Wir haben uns entdeckt, Leute. Nein, die haben die Drohne gesehen. Sie rennen weg. Wohin rennen die denn? Ich glaube meinen Augen nicht. Was habe ich gerade gesehen? Gino küsst Zoe? Und davor erst Mira? Aber er sollte doch eigentlich mit Rumi zusammen sein. Was passiert hier? Die arme Rumi heult auf dem Spielplatz und Gino macht jetzt einfach mit Zoe Küssi Küssi. Wo sind die hin? Wir müssen sie suchen. Die haben sich gerade auf dem Spielplatz, auf dem Parkplatz geküsst. Entweder suchen wir sie jetzt oder wir fliegen wieder zu Rumi und sagen ihr, was los ist. Wir müssen gucken, wie es Rumi geht. Besser nicht. Du hast doch gesehen, was mit Rumi passiert ist, als wir erste Mal angerufen haben. Aber ich will trotzdem wissen, was mit Rumi los ist. Ja, dann machen wir. Rumi befindet sich immer noch ganz alleine am Spielplatz. Wir müssen unbedingt zu ihr fliegen. Sie kommt zu uns nach Hause. Ihr könnt es sehen, sie fängt sich an zu bewegen. Was macht die denn bei uns? Wir haben ihr doch gar nichts getan. Nein, sie will zur Brücke gehen. Da, wo Gino und Mira sich geküsst haben? Sie ist aber über die Brücke drüber gelaufen und geht jetzt zum Parkplatz zu Zoe und Gino. Sie läuft zu Zoe und Gino. Nein, sie ist hinweg. Sie geht zur Konzerthalle. Was macht sie denn jetzt ganz alleine bei der Konzerthalle? Ich weiß es nicht, wir können aber erst hinfliegen, wenn wir 10.000 Likes haben. Dann Leute, ihr habt jetzt 10 Sekunden Like. Lasst alle mal noch ein Like da. Wir warten, bis ihr ein Like gegeben habt. Aber Zoe, Rumi tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht, was Rumi hier macht. Freunde, ihr habt jetzt genug Zeit gehabt. Haben wir die 10.000 Likes erreicht? Sie will das Konzert alleine spielen und wir haben die 10.000 Likes erreicht. Das bedeutet, wir fliegen jetzt zusammen mit euch zu dem verlassenen Konzertsaal. Wir sind jetzt hier beim Zirkus und wir müssen Gino und Mira retten. Hoffentlich schaffen wir das auch, aber schaut mal, wie groß dieser Zirkus ist. Die können sich hier überall verstecken und wir wissen, auch hier sind Toiletten. Ihr habt sie auf der Karte gerade gesehen. Hoffentlich ist es aber nur eine Toilette und nicht wieder ganz, ganz viele. Dann wird es richtig schwierig für uns. Ah, da sind sie, Mira und Gino. Oh, was machen die denn da? Die küssen
sich. Das kann doch nicht sein, wirklich. Mira und Gino küssen sich? Ich kann gar nicht hingucken. Eigentlich müsste Gino Rumi küssen. Rumi hatte vollkommen recht. Sie hat recht, wütend zu sein, weil einfach Mira und Gino sich küssen. Trotzdem dürfen wir nicht zulassen, dass die Toilet Eater irgendetwas Mira oder Gino antun. Warum? Weil wenn Mira weg ist, dann gibt es keine Handtricks mehr. Das bedeutet keine Konzerte und kein Teil 2 vom Film. Ihr schaltet auf keinen Fall dieses Video ab. Schaut dieses Video bitte bis zum Schluss. Und lasst am besten noch alle ein Like da. Ihr seht, wie groß dieses Gebiet ist. Das ist der Zirkus, aber das ganze Gebiet gehört noch zum Zirkus dazu. Ich bin extra weiter weggeflogen, damit wir richtig guten Ausblick haben, ob wir hier irgendjemanden finden oder sehen. Aber ich sehe bis jetzt noch nicht. Da ist Toilet Eater! Du hast recht. Und weißt du, wo der hinläuft? Schau mal, wo der hinläuft. Richtung Zirkus, ihr könnt sehen, er läuft da entlang. Als wie wenn Toilet Eater weiß, dass beim Zirkus Mira und Gino ist. Wo ist der hin? Das ist der hier unten. Nein, das ist doch nur ein Mensch. Leute, ihr habt gerade den echten Toilet Eater gesehen. Wo ist der hingelaufen? 100%ig ist Toilet Eater zum Zirkus gefahren. Dann fliegen wir jetzt mit unserer Drohne wieder direkt zum Zirkus und wir müssen Gino und Mira retten. Ja, wir müssen sie warnen, dass Toilet Eater gleich in der Nähe ist. Genau beim Zirkus. Habt ihr gesehen, was gerade mit dem Zirkus passiert ist? Wo ist der Zirkus hin? Da war doch gerade noch ein Zirkus da. Nein, der Zirkus ist doch weg. Nein, er ist jetzt weg. Natürlich ist er jetzt weg, aber es war gerade noch da. Ihr könnt am Boden den Kreis sehen. Genau da stand der Zirkus drauf. Ihr habt ihn doch alle gesehen. Spult zurück und schaut es euch nochmal an, als würde dieser Zirkus in eine andere Welt teleportiert worden sein. Aber wo ist dann Mira und Gino hin? Was ist, wenn sie sich im Zirkus versteckt haben? Und jetzt sind die weg. Dann sind die ja auch weg. Und wo ist der Zirkus hin, Leute? Was ist mit diesem Zirkus gerade passiert? Aber wo ist dann Toilet Eater? Der Toilet Eater war doch gerade auf dem Weg zum Zirkus. Du hast komplett recht. Wir müssen den Flugplatz absuchen. Jetzt weiß ich, was mit dem Zirkus passiert ist. Die Toilet Eater Armee hat den Zirkus aufgegessen. Warum? Es sind jetzt ganz viele da und genau alle zusammen haben es geschafft, den Zirkus komplett aufzuessen. In die Schüsselei. Ey, ihr müsst diesen Kanal jetzt unbedingt abonnieren und ein Like da lassen. Freunde, wir müssen Gino und Mira retten. Wo sind die hin? Hoffentlich kommt nicht auch noch Rumi jetzt hier hinzu, weil sie wissen, dass genau dort sich die beiden küssen. Ich weiß gar nicht, was Rumi machen würde mit Gino, wenn er sie trifft. Die werden sich bestimmt auch vielleicht irgendwann mal wieder trennen und Gino geht endlich wieder zurück zu Rumi, das Liebespaar des Jahres. Es wäre so schön, wenn es der Fall ist, wenn Gino wieder mit Rumi rummacht. Was ist da, Mira? Hier ist Mira und Gino, sie rennen weg. Aber sie rennen in verschiedene Richtungen. Einer rennt nach links, einer rennt nach rechts. Was sollen wir denn jetzt machen, wenn sie einfach links und rechts rennen? Sie werden verfolgt vom Toilet Eater, ihr habt gesehen, sie sind vom Toilet Eater weggerannt. Ja, und wo fliegen wir hin? Links oder rechts? Wen sollen wir verfolgen? Ich weiß es nicht, wohin sollen wir gehen? Ich weiß es doch auch nicht. Was passiert hier? Was war das denn? Freunde, ihr habt es gesehen, wir müssen wieder zurück zur Karte, das kann doch nicht sein. Wir müssen bei der Karte nachschauen, in welche Richtung sie gerannt ist. Ihr kommt mit und wir suchen jetzt Rumi und Mira. Mira und Gino sind in verschiedene Richtungen weggelaufen, aber wir wissen nicht wohin. Vielleicht ist ja Mira ins Maisfeld gelaufen, obwohl da Toilet Eater ist. Oder vielleicht ist Gino ins Labor gelaufen, aber auch hier ist ein Toilet Eater. Wir wissen nicht, wo sich Gino und Mira verstecken, aber ihr müsst jetzt alle ein Like da lassen, so können wir sie finden. Dann lasst uns jetzt direkt zum Labor fliegen und hoffen, dass wir entweder Mira oder Gino dort finden. Wir sind jetzt hier bei dem Labor und hoffentlich finden wir Gino oder Mira. Ein Toilet Eater ist auf jeden Fall dort, weil das ist das Hauptquartier von Toilet Eater. Ihr müsst euch mal vorstellen, hier werden die Toilet Eater gebaut, hier kommen die Toilet Eater her. Es ist eigentlich sehr, sehr gefährlich, dass wir mit der Drohne genau in dieses Labor reinfliegen. Aber für euch riskieren wir es. Wenn unsere Drohne abstürzt, müsst ihr uns auf jeden Fall abonnieren und ein Like da lassen. Ihr könnt den Gang sehen, der ist ziemlich eng und so hoch ist der auch nicht. Man kann nicht hochfliegen. Und an der Wand sind überall Baupläne, wie ein echter Toilet Eater hergestellt wird. Genau so wird Toilet Eater hergestellt und gebaut. Deshalb gibt es ja so viele. Man reißt ihn aus der Kanalisation heraus und dann transformiert man ihn mit einem Generator. Hier ist Mira. Das ist Mira. Und sie läuft in das Gebäude rein. Nein, sie darf auf keinen Fall ins Labor laufen. Ich glaube, sie weiß nicht Bescheid, dass genau dort Toilet Eater gebaut werden. Ihr habt es aber gesehen, sie ist hier gerade in das Labor rein. Das heißt, wir fliegen hinterher. Wir müssen aber seid vorsichtig. Schaut mal, wie eng das dort alles ist. Und du weißt nicht, ob nicht gleich ein Toilet Eater kommt. Guckt mal, wie groß die Uhr ist. Die Uhr ist 4 Meter groß. Zweimal so groß wie wir. So eine große Uhr haben wir nicht. Guck dir das an. Natürlich, weil jede Stunde ein neuer Toilet Eater gebaut wird. Deshalb ist da so eine große Uhr. Das bedeutet, pro Tag kommen 24 neue Toilet Eater dazu. Natürlich, mit den Zähnen. Und hier ist der Transformator. Dieser Transformator benutzt die Kanalisationsenergie, um aus einer Toilette einen Toilet Eater zu machen. Da passiert es. Eine normale Toilette wird auf einmal mit Zähnen wiedergeboren. Das ist
wie eine Fabrik und ihr seht es, dieser Transformator ist verbunden mit weiteren Maschinen. Und in den Schläuchen, da kommen die Zähne rein, die dann auf die Toilette gehen. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Hier muss sich irgendwo Mira verstecken. Das kann doch nicht sein, aber wo denn? Hier ist so viel Schrott, ich weiß gar nicht, ob sie sich dahinter versteckt. Was ist das denn? Schau mal, was das für ein Gerät ist. Das ist, glaube ich, der Turbo-Exzilator. Damit werden die ganzen Toiletten produziert. Da ist der Toilet-Exzilator. Ich wusste es, der wurde gerade eben erst gebaut. Ihr habt es gesehen, der wurde da gerade ausgespuckt aus der Maschine. Zur vollen Stunde ein neuer Toilet Eater hier in diesem Toilet Eater Labor. Wir müssen rausfliegen. Ich habe Angst, wenn er unsere Drohne kaputt macht, war's das. Wir müssen sofort abhauen aus dieser Fabrik. Jede Stunde, die wir dort sind, kommt ein weiterer Toilet Eater dazu. Wir müssen raus. Hier ist das Mira. Die rennt auch raus. Ihr seht es, Mira rennt auch raus. Das bedeutet, Mira hat auch den Toilet Eater in der Fabrik gesehen. Das ist unsere Chance. Wenn wir jetzt schnell hinterherfliegen zu Mira, können wir sie retten. Vollgas. Hinterher, raus, raus, raus. Ich bin fast gegen die Wand geflogen. Ich konnte die Drohne gerade stoppen. Was machst du denn? Man darf doch nicht gegen die Wand fliegen. Du musst zur Türe fliegen. Lass uns zurück zur Karte gehen. Zum Glück ist unserer Drohne nichts passiert. Aber wo ist Mira hin? Sie ist bestimmt zum Bauernhof gelaufen und versteckt sich jetzt hier in der Scheune. Nein, ich bin mir zu 100%ig sicher, dass Mira zum Feld gelaufen ist. Wir müssen dahin fliegen. Ich hoffe, du hast recht. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns für das Feld entschieden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mira hier auf dem Feld ist. Und ich höre auf dich. Und wenn hier wirklich Mira ist, dann abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da. Der Stein liegt auf dem Kanalisationsdeckel. Natürlich, dass da kein Toilet Eater mehr raus kann. Der ist verschlossen. Das bedeutet, irgendjemand hat hier schon Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Nein! Mira kämpft gerade. Da ist sie gegen Toilet Eater. Mira kämpft gegen Toilet Eater. Sie hat gewonnen. Leute, sie hat wirklich gewonnen. Dank eurer Hilfe. Mira ist wirklich stark. Mit eurer Hilfe zusammen konnte sie diesen Toilet Eater besiegen. Sie ist weggelaufen. Wo ist sie hingelaufen? Mann, das Feld ist so groß. Wir müssen das ganze Feld mit der Drohne absuchen. Das heißt, wenn hier Mira ist, dann muss hier auch irgendwo Gino sein. Das kann natürlich sein. Warum? Weil die sich wahrscheinlich wieder treffen und küssen wollen. Wisst ihr alle, wie Mira und Gino aussehen? So. Die treffen sich am Feld, um weiter rum zu küssen. Wir fliegen weiter. Das müssen wir verhindern. Wir müssen es ja für Rumi verhindern. Aber habt ihr das gesehen? Dieser eine Kanaldeckel wurde mit einem Stein verschlossen. Schau mal auf den Boden. Ihr könnt es sehen. Da ist noch ein weiterer Kanalisationsdeckel. Da ist aber kein Stein drauf. Das bedeutet, der ist nicht verschlossen. Okay, wir fliegen mal etwas näher. Aber ihr könnt sehen, da sind 2 Löcher drin. Oh mein Gott, seid vorsichtig. Wenn jetzt auf einmal einfach ein Toilet Eater da hochschießt, dann ist unsere Drohne weg. Und wir haben keine Ersatzdrohne mehr. Nein, natürlich nicht. Deshalb fliegt bitte weiter. Wir wissen jetzt also auf jeden Fall nochmal einen Zugang für Toilet Eater. Ich bin ja so froh, dass du noch hier bist und das Video zu Ende schaust. Ohne deine Hilfe würden wir das hier nicht schaffen. Pass mal auf. Da vorne ist doch noch einer, oder sehe ich nicht richtig? Gino, er rennt. Du hattest recht, Gino ist auch da. Gino rennt gerade weg. Ja, natürlich, vor den ganzen Kanaldeckeln, weil da die Toilet Eater rauskommen. Das bedeutet, Mira und Gino wissen, dass sich unter ihnen die ganzen Toilet Eater befinden. Aber sie sind noch getrennt. Wir haben Mira alleine getroffen und wir haben Gino alleine getroffen. Schaut mal, da ist einfach ein Loch auf dem Feld. Und da ist einfach ein Absperrband, ihr könnt es erkennen. Ja, pass doch auf, was passiert hier? Was ist das? Ich glaube, das ist Kaka. Das hat unsere Drohne voll erwischt. Habt ihr es gesehen? Bam, aus dem Loch raus. So ein brauner Schleim. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen unsere Drohne sauber machen. Natürlich, wir müssen landen und sie putzen. Sie stinkt. Schaut euch mal unsere Drohne an. Die ist komplett schmutzig. Die müssen wir erst einmal sauber machen. Rumi ruft an. Geh sofort ran. Ich vermute, dass Gino sich aus dem Inneren des Toilet Eater befreien konnte, aber immer noch von ihnen gefangen gehalten wird. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er auf einem abgelegenen Bauernhof versteckt ist. Einem Ort, an dem die Toilet Eater selbst leben und ihn unbemerkt festhalten können. Zwischen Ställen, Feldern und versteckten Gebäuden können sie ihn bewachen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr müsst deshalb sofort die Drohne starten und das gesamte Gelände aus der Luft überwachen. Achtet auf Bewegungen, Lichter oder Wege, die nicht zum normalen Ablauf eines Bauernhofs passen. Während ihr von oben sucht, werde ich mich am Boden annähern und versuchen, Gino direkt zu finden. Ich kenne mein Baby Gino und weiß, wie er tickt, was er denkt und wie er fühlt. Wenn wir unsere Kräfte so bündeln,
erhöhen wir die Chance, ihn rechtzeitig zu finden. Wenn ihr etwas Auffälliges entdeckt, informiert mich sofort, damit wir gemeinsam handeln können. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Ich kann es gar nicht glauben. Wir sollen sofort mit unserer Drohne zum Bauernhof fliegen. Sie wurde ebenfalls vom Toilet Eater beim Kino verfolgt und deswegen ist sie abgehauen. Und sie denkt, dass Gino beim Bauernhof ist. Wir nehmen sofort unsere Drohne und fliegen mit euch dahin. Ihr könnt es sehen, hier vorne ist der Bauernhof. Und da sind 1000 Gänse? Warum sind hier so viele Gänse? Es ist doch ganz normal, dass Tiere auf einem Bauernhof leben. Du hast komplett recht, Freunde. Schau mal die Gänse an. Was passiert mit denen? Die laufen alle ins Haus rein. Die laufen alle in eine Richtung, aber warum? Als wäre irgendein Toilet Eater hinter ihnen und hätte Angst. Schaut mal, die wollen alle wieder von draußen nach innen. Ah, die rennen! Schaut mal, die haben Angst. Wahrscheinlich ist der Toilet Eater hinter uns. Wahrscheinlich müssen wir jetzt kurz mit der Drohne da hinten hinfliegen. Vielleicht finden wir da Toilet Eater, die haben alle Angst. Ihr kennt es doch, Tiere spüren Angst als allererstes. Ja, natürlich. Überleg mal, da hinten ist ein Toilet Eater. Und hier ist eine Allee aus Bäumen. Da versteckt sich bestimmt ein Toilet Eater. Deshalb sind die Tiere alle abgehauen. Wir fliegen zusammen mit euch da jetzt hin und gucken, ob wir irgendjemanden entdecken. Zwei Toilet Eater. Nur 2 Stück. Ich glaube, die bewachen das Haus dahinter. So wie das Kino auf dem Dach. Da war einer und jetzt sind sogar 2. Dieses Haus wird gerade von Toilet Eater bewacht. Du hast doch Rumi am Telefon gehört. Und da unten ist eine offene Tür. Wir müssen die Chance ergreifen. Wir müssen versuchen, da reinzufliegen. Rumi hat gesagt, sie geht davon aus, dass Gino genau dort ist. Ihr habt Rumi am Telefon gehört. Sie hat gesagt, er ist hier am Bauernhof. Er muss sich hier verstecken. Deswegen sind wir auch dahin geflogen. Und was passiert? Wir treffen direkt 2 Toilet Eater. Ich fliege jetzt direkt hier in dieses Haus rein. Da ist Gino. Er ist gefangen. Er ist aber nicht mehr in der Toilette drin. Das heißt, er konnte sich von dem Toilet Eater befreien, aber er ist jetzt gefangen. Er wird gefangen gehalten von den Toilet Eatern. Wir fliegen weiter. Wir müssen gucken, wo hier die Toilet Eater sich verstecken und befinden. Da ist Romans und er kämpft gegen Toilet Eater. Ihr seht es. Und er wird schon wieder gegessen. Haben wir jetzt auch noch Romans verloren? Wir haben Romans verloren, wir haben Abby verloren und Baby Saja verloren. Das gibt's doch nicht und Gino wird dort gefangen gehalten. Romans war da, um ihn zu befreien. Das heißt, das ist das Hauptquartier von allen Toilet Eatern, die Hauptzentrale. Wir haben aber bis jetzt erst 3 Toilet Eater getroffen. 3 Stück, das schafft Gino alleine. Ihr habt schon so viele Likes da gelassen, dass Gino sich von dem Toilet Eater befreien konnte, aber er ist immer noch gefangen. Zusammen schaffen wir es 100%ig, Gino und Rumi zu retten. Bitte lasst nochmal ein Like da. Pausiert dieses Video und drückt Liken. Aber wir schauen jetzt uns ganz genau dieses Haus an, weil dieses Haus sieht echt komisch aus. Es ist gruselig, verlassen. Hier liegt überall nur Müll herum. Natürlich, deshalb wohnen ja auch dort die Toilet Eater. Die fühlen sich dort wohl. Das macht Sinn, natürlich. Toilette ist schmutzig und das ist alles schmutzig hier. Das Problem ist, dass genau dort Gino gefangen gehalten wird. Okay, wir umfliegen einmal das Haus und dann versuchen wir Gino zu befreien. Wir versuchen mit unserer Drohne Gino aus dem Haus zu retten. Jetzt schauen wir noch mal an. Wir müssen aber aufpassen und genau schauen, wo jeder einzelne Toilet Eater ist. Schau mal, da unten ist ein Tisch, als würden die Toiletten hier sich gemütlich einrichten. Oder waren vielleicht früher mal Menschen dort, die natürlich jetzt nicht mehr dort sind. Warum? Weil Toilet Eater jetzt da ist. Toilet Eater hat alle Menschen aufgegessen. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Gefängnis. Ein Gefängnis? Das sieht aus wie so ein Viereck, mehr nicht. Leute, wir fliegen mal näher. Ihr seht ja hier dieses Panzerglas. Das ist ein Gefängnis. Da ist ja überhaupt nichts drin. Schau mal, der Raum ist komplett leer. Ohne Möbel, ohne Stühle, einfach nichts. Lass uns jetzt mal Gino retten. Wir werden jetzt zusammen mit euch Gino retten. Wir vergessen jetzt einfach diese Zelle hier. Wo war der nochmal? Wo wurde er gefangen gehalten? Hier in diesem Haus. Ihr seht es, der Eingang ist offen. Flieg nochmal rein und gib ihm mit der Drohne irgendein Zeichen, dass wir da sind und ihr auch. Wir fliegen mit euch rein, weil ihr dieses Video bis jetzt noch schaut. Bitte schaltet nicht ab. Lasst ein Like dafür, Gino. Er ist weg. Er ist weg. Ha, wo ist er? Denkst du, Gino konnte abhauen, weil ihr so viel Likes gegeben habt und unseren Kanal abonniert habt? Genau da war er doch noch vor einer Minute gefangen von den Toilet Eatern. Weil ihr da draußen uns abonniert habt, konnte er sich befreien. Lass uns mal auf der Karte nachschauen, wo sich Gino jetzt befindet. Auf zur Karte. Gino war da und konnte sich befreien. Aber Romans wurde vom Toilet Eater aufgegessen. Wir müssen Gino retten und er kann sich nur an 2 verschiedenen Orten aufhalten. Entweder hier oben beim großen Flughafen oder hier unten beim Schrottplatz. Wir fliegen mit euch direkt zum Schrottplatz, weil hier ein gelbes Warnschild ist. Wir sind jetzt hier beim Schrottplatz und wenn Gino hier nicht ist, fliegen wir direkt zum Flughafen. Ich kann nur hoffen, dass Gino und Toilet Eater hier beim Schrottplatz ist. Das ist eine Armee von Toilet Eatern. Ich hab Angst. Schau mal, wie viele das sind. Immer da, wo keine Menschen sind Toilet Eater. Wir fliegen weiter. Wir sind hier auf jeden Fall richtig. Hier muss sich Gino befinden. Vielleicht ist
hier auch Abby, Baby Saja oder Romance. Vielleicht haben sich dort alle hierhin getroffen. Das wäre richtig gut, wenn die gegessen werden und hier alle auf dem Schrottplatz landen. Das wäre super. Dann können wir alle auf einmal befreien mit eurer Hilfe. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Mira und Zoe verstecken sich hinter dem grünen Container. Das Versteck ist aber auch sehr, sehr gut. Aber was macht denn Mira und Zoe auf dem Schrottplatz? Die wollen wahrscheinlich auch Gino retten. Ja, natürlich. Die haben gehört, dass Gino dort ist und da ganz viele Toilet Eater sind. Wir wissen jetzt, alle K-Pop Demon Hunters, Rumi, Mira und Zoe suchen nach Gino. Dann muss Gino dort sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Schaltet nicht ab, schaut das Video bis zum Ende. Wir fliegen vielleicht doch zum Flughafen. Und Leute, schaut mal, wie cool ist das denn? Cameron und Flexi Handyhüllen. Diese Handyhüllen sind auf jeden Fall kein Schrott. Diese Handyhüllen beschützen dein Handy vor jedem Toilet Eater. Und diese Handyhüllen gibt's für jedes Modell. Klickt dazu einfach jetzt unten unter das Video auf das Handyhülle. Genau, unter dem Video findet ihr den Button. Einfach draufklicken und bestellen. Gibt's für jedes Modell. Wir fliegen weiter. Wir müssen Gino finden. Ich habe ein gutes Gefühl, wir werden Gino jetzt hier finden und retten. Gino, er kämpft. Er kämpft gegen die Toilette. Du hattest recht. Er gewinnt. Er gewinnt, Leute. Schaut mal, Leute. Gino gewinnt gegen eine Toilet Eater. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gino ist stärker und er rennt weg. Er ist weggerannt. Ja, natürlich. Er hat eine Toilette besiegt. Richtig gut gemacht, Gino. Wenn der Gino hier ist und sich versteckt, dann braucht er unsere Hilfe. Du weißt warum. Es gibt ja nicht nur eine Toilette da. Da sind ganz, ganz viele Toilet Eater. Lasst uns da direkt hingehen und ihr kommt mit.